So, da sind wir wieder. Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt mal was testen. Ich will wissen, was passiert, wenn ich sage, gut, ich opfer mich. Das möchte ich nicht. Aber ich will es wenigstens mal getestet haben. Vielleicht ist das ein angenehmerer Kampf. Aber ich sehe nicht, dass wir das schaffen gegen den Kraken. So. So. Das hier. Die drei an Sibyl geben, an Ethan geben, an Fane geben. Sibyl. Du lebst mit am längsten von allen eigentlich. Du kriegst das hier. Und du kriegst das hier. Ab. God woken. Ja, ja. Dallas, your What? Lucy. I under Lucian's. Lucian. yes. Dallas. A scout. I am. Aren't they just full of surprise? Fear not. I shall tell long ago. Of course. Silent, our king. With the source they stole from the veil. During Our this, the seven when we are. my people cannot. There is. I was it was hell. The cruel Fane. Yes, Fane. What? Everything Dallas did? Oh. It was all you. Child. Everything I did to fix your mistake. Krass, Dallas ist Fane sein Kind. Das, Our people, every purged sorcerer, every dead magister. But now I have revenge. Revenge on the Seven and the God King. Revenge for what they took from me. My life. My people. My mother. The hammer's voice falters and her coolness vanishes. Every crack and rasp betrays her grief. But her next words burn not with sadness, but anger. Did you even look for me? Did you even look for her? Dallas, control yourself. Our purpose transcends your personal wounds. Yes. You are right. Dallas's reasons weren't mine to question. All that ever mattered to me was peace. Peace for Riverlong. Peace for me, whatever the means. And now, we are on the... She sacrificed herself. She didn't do... And then I took her place. Face rippers are such marvels. While Dallas... Slurp. One more word. I had to... As divine, I was created. Empowered to... Yes. To strengthen You see, the eternal... the void of fault. The plan. We have made... Decide. There is no... We only lack yours. As I stood. You under... The world... We already... Another sacrifice I was forced to make. Then let us... Show some... Sealing the veil will, though, if Faint. and you. You should. You'll be a hero. Don't let them do this. The last time I... No. Never. so. Und wir speichern nochmal richtig. Mit einem neuen Spielstand. Entschiedung, ja, danke. So, hier speichern wir nochmal richtig und dann gucken wir erstmal, was passiert. Good. Yes. She raises what looks like a leash. A chuckle emerges from beneath Vredeman's hood. The chuckle becomes a guffaw, booming and hateful. Dallas flicks her wrist. And nothing happens. Oh, Dallas. Sweet, simple Dallas. How? What? The leash is cut. A bright observation from a bilious imbecile. You know people often become sloppy when they're close to achieving their dream.
You left the leashing wand next to me. Kill him. Do shut up, you tedious buffoon. And don't look so surprised. As if I would allow a bone bag to enslave me. Me! They thought themselves well in control. Or did you really? It was only— Kill him. Too late, you mouldering, blight-stained pigs. Grant me power, my ally. Ah, nice. Okay. Jetzt kommen wir auf jeden Fall in den letzten Kampf mit Verbündeten. Das ist viel wert. Gucken wir mal. The God King hears my Ja. to your father. Come to the Source King. Ich finde es halt lustig, dass da irgendwie immer Fame dran ist. Wenn der Kraken beschworen wird. Fame, willst du mir was sagen? Okay, wir haben quasi die erste Phase geskippt damit. Die Frage ist, ob wir uns danach immer noch aufgeben, opfern. Oh, wie ich den Bleichmann hasse. Abgrundtief. Ich wünsche, die würden auch noch für ein paar Runden halten, wenn sie beschworen werden, wie meine Beschwörungen. Gut. Wow. Macht nicht mal einen Unterschied, weil er eh nach da hinten rutschen wird, ne? Wenn er das eh macht, mache ich lieber das hier. Und beende meinen Zug und werde ihm wahrscheinlich hinterher rennen. So, sie macht wahrscheinlich ihre Drachengestalt hier oben. Das bringt mir gerade gar nichts. So. Es ist lustig, wie dumm die sich anstellen, wenn sie mal nicht deine Feinde sind. Also, jetzt mal so. Ganz im Ernst. Ich überlege, wenn die meine Feinde sind, rasten die halt völlig aus. Und so ja, sind es Verbündete, die mal aggro ziehen, irgendwie.
Ich meine, wenn er sich gerade nicht bewegt, können wir auch das machen. So. Sie greift halt auch einfach ihre Verbündeten an, ne? Immerhin ziehen die jetzt die ganzen Debuffs auf sich. Das wirkt auf jeden Fall momentan schon wesentlich ruhiger. Du kannst da oben nicht wirklich was machen. Wird es auf den Drachen und auf Sibyl gehen wahrscheinlich? Ja. Oh, noch kritisch. Oh, nochmal Donner. Ach ne. Ich würde noch ein. I. Was haben wir jetzt so bekommen? Ja, okay, ich machte Gareths Leiden ein Ende. Gareth ist tot, okay. Er muss ein bisschen hier vorlaufen. Bis hierhin? Ja. 100%, da können wir auch einmal einen ballistischen Schuss machen. Und einen Himmelsschuss. Atropie. Okay, jetzt hat er seine Waffe gerade nicht und das macht er bestimmt den leeren Lutscher, oder? Er bleibt halt einfach straight da oben. Ich habe da oben extra nichts beschworen, weil ich mir dachte, naja. Alter, diese infizierende Flamme ist halt wirklich böse, ne? Naja, wenn er halt nichts macht, dann legen wir uns mal hier hin. Und beschwören noch eine Spinne hier oben. So, und Ifan. Gehen wir eine Frostrüstung. So. Warum ist das gerade so billo? Das liegt doch nicht nur an den Verbündeten. Aber wahrscheinlich, weil die mich nicht hauen. Sibyl wird sich als nächstes verpieseln, ehrlich. Was war das? Naja, Sibyl. Einmal. Das hier? Und dann mal bitte irgendwo anders hinrennen. So. Und Fleischopfer sollte sie ein Stück heilen. So, und dann das hier und das hier. The fuck? Brachus Rex, the Source King of Legend, lies dead once more, perhaps even for good. Dallis, badly weakened, looks to you.
Das war's. The future of all that is depends on you. Listen, this is it. Again. And I want you to know I'm not putting up a fight, not against you. My revels are now ended. Yours are about to begin. I've had my vengeance, my life and my liberty. You helped me win them back. And then, when you told me you loved me, all of me awoke. Oh. All I want now is for this to end. To be by your side when we wage the final battle. And long, long after. Ihre Hand nehmen und erneut sagen, dass du sie liebst. I know you do. And I love you too. Now kiss me. You kiss each other passionately, ready to face the darkest dark. Wait. Before we go any further, I have to tell you something. I just can't put the interests of one individual above the fate of all Rivellon. I've made that mistake before, and we all know how well it turned out. Ihm sagen, dass du bereit bist, für das zu kämpfen, was du für richtig hältst. As am I. At one time, I thought we'd face this moment together. Was? But I need to face this end alone. Jetzt auf einmal? Du warst doch schon für mich. Ihn zu warten heißen. Du wirst sicherstellen, dass die Göttlichkeit für das Gute verwendet wird. I've trusted before, and been burned by that trust. I can't do it again. Ifan draws his weapon, wordless. His eyes are hard, and his mouth is set in a thin line. Hintergehst mich? There will be no new divine on my watch. Well then, this is, as they say, it. I never dreamed that after all this, I would be standing here with one of your kind. Let alone that I would be proud to do so. No. I cannot imagine someone I would trust more with divinity, including myself. Dem würde ich den Kopf neigen. Du wirst dein Bestes tun. Fane lays a bony hand on your shoulder, squeezing gently. Do you know, I believe you will. You think back on your journey here, on all that you have seen and done. You think of the Magisters, and the sorcerers they hunted, and of the good and the evil on both sides. Ich muss ehrlich sagen, was ich nicht verstehe, ist, dass gerade Ifan, dem wir versucht haben, so gut wie möglich zur Seite zu stehen, jetzt sagt, nee, ich will schon göttlich werden. You think of how the Eternals came as Voidwoken to reclaim their stolen world. You look at the source around you. The power is immense. Divinity at your fingertips. You think of what you could do with such power. The rights you'd wrong, the wars you'd win. Mir geht es eigentlich gar nicht um die Kriege, mir geht es auch, wie viel Gutes ich tun kann. You marvel at your journey and how it has changed you. You think of those you left behind, and of those you met along the way, who stood by you or against you. It's time to choose your fate, and the fate of all you hold dear. What shall it be? Shall you be divine? Oh, Mama hier. Also, okay, wir können uns jetzt immer noch entscheiden. Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ist ein bisschen weird, aber ist dann halt so. War auf jeden Fall wesentlich machbarer, der Kampf so. Ich denke, der andere war schon, also ich fand den anderen schon ziemlich cool, aber ein bisschen sehr übertrieben. Ich wurde von allen Seiten einfach nur zusammengeklumpt. Habe ich nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich bei Weitem nicht gut genug für. Aber was ich machen möchte, tief durchatmen und dann... Machen wir beide Enden? Wollen wir beide Enden machen?
Wisst ihr was? Nee. Dieses Spiel hat so viele Entscheidungen und ich habe schon oft genug neu geladen für alles Mögliche. Ob ich jetzt halt zum Beispiel einen Kampf nicht geschafft habe oder ob ich mit einer Entscheidung unzufrieden war. Aber hier entscheide ich mich, wie ich das möchte. Und wenn ihr das andere Ende sehen möchtet, dann müsst ihr euch das irgendwo anders angucken oder es lohnt sich wirklich, das Spiel selbst holen. Ich habe jetzt für die Story, und ich glaube, ich habe nicht alles gesehen. Ich habe mich viel umgeguckt und viel gesprochen und alles vorgelesen. Aber ich habe jetzt bestimmt knappe 130 Stunden gebraucht. Also ihr habt da viel zu tun. Allein wenn ihr anders skillt oder euch anders entscheidet. Also, tief durchatmen und dann nimmst du die Macht der Göttlichkeit an. The world fades and twists and mutates. You're in the Hall of Echoes now. It reshapes itself around you. Those who stood with you or against you are no longer there, but you know they cannot be far. This is where you shall decide once and for all, by trial of combat, who shall ascend. The Godwoken may die here, but a new divine may rise. Ich muss jetzt echt gegen Ethan kämpfen. Es tut mir so leid, ich mochte ihn. Das finde ich wirklich jetzt ein bisschen schade. Wenn du nicht einen taktischen Rückzug einsetzt, ich wollte gerade sagen, dann das Ende, aber... Ich sage, Sibyl kriegt den letzten Schlag. Ich habe gesagt, Sibyl kriegt den letzten Schlag. After all that you have been through, and all that you have done, all that you have become,
Wo ist The sie? Aetheran lies in front of you. Divinity is yours to take. Or to sacrifice. What you do next decides your own fate and the future of the world. What shall you do with Divinity? Die Quelle allen Völkern wiedergeben, die Göttlichkeit in die Welt fließen lassen. Wenn alle göttlich sind, ist niemand anders göttlich. Ist niemand göttlich? Weiß ich nicht. Glaub ich irgendwie nicht dran. Glaube ich irgendwie überhaupt nicht dran. Zulassen, dass du und die gesamte Welt von eurer Quelle geläutert werdet. Das möchte ich halt auch nicht. Sind halt alle, die von der Quelle betroffen sind. Ich glaube, mein Schicksal als Gott erweckter Film, der neue Göttliche werden und einfach versuchen, der Welt zu helfen, wie ich nur kann. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit mit Sybil. And so it ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the God-woken. A new divine rose, a true heir to the Seven, more powerful than ever, and united Rivellon in its battle against the Void. All across the realm he was loved, worshipped and adored. Humans, lizards, elves and dwarves all rallied to his banner. The great allegiance stood once more, but the war continued. From the depths of the void, the God King still sought to return. As for me, my last hope of ever being freed of the God King's terrible tyranny faded when the God-woken claimed divinity. An eternity of pain and suffering is mine. I cling now to the dream that one day the veil will be sealed, that one day I can be freed, that one day a new God-woken will rise. Ich kann doch mit den Leuten reden. Well, if it isn't the new divine gracing me with his presence. How honored I am. Ach, unverbesserlich. Ihn fragen, was er jetzt vorhat. That is the question, isn't it? How does one top the greatest feat of necromancy ever conceived? I might have the answer to that. Tell me, have you ever heard of Gustafsson? No, of course you wouldn't. It's a written language, unreadable to most, but myself naturally. It comes from a mysterious race from another world, beings that feed on minds. I intend to seek them out. This Gustafsson seems to guard portals to their realm. And once I've uncovered one, well, why settle for being the greatest mind in just one world, when there's another for the taking? Sybil. Darling, there you are. Come, let me take a look at you. I've never known a god before they became divine. I was curious if it would have changed you. She gives you a long, assessing look, but makes no immediate comment.
Ich glaube, wir fragen mal. Wir fragen, ob sie findet, dass sich etwas an dir verändert hat, an uns. She paces around you like a cat, looking you over. Well, you certainly look the same. But there's something in the air around you. It vibrates ever so slightly. There's magic in it. Power. Don't you feel it? Spüre ich das? Ich glaube irgendwie nicht so ganz. Ich leuchte. Ich habe jetzt schöner Leuchten, aber es bringt mir halt irgendwie überhaupt nichts. Was ist das da? Wir haben einen Phönix-Schlüpfling. Bitte, wir haben einen Phönix-Schlüpfling. Ich gehe krachen. Sagen, dass du spürst, dass sich dein Geist und deine Seele doch scheinbar nicht verändert haben. Maybe you should give it a bit of time. I imagine it takes almighty power a little while to settle in. Ich frage, was sie jetzt tun wird. Bleibt sie nicht bei mir? That quite depends on you, I suppose. Is a deity permitted to mingle among us mortals? Na klar. She laughs, and it's music to your soul. I certainly hope so. We love each other after all. A kiss, and oh, how sweet she tastes. Love conquers even divinity. That's true. That's so true. I've never been fond of what the Divine stands for, but I must say, it's rather exciting to say I've been up close and personal with one. Fragen, was die Zukunft für sie bereithält. Who knows? A nice cottage someplace quiet from the Halley and I. A roaring fire and a feather bed. Maybe. Maybe. But a girl needs some fun, doesn't she? Nein, wir sind freundlich, wir sind nett. Wir werden mal mit dem geistesroten Prinzen reden. Mal gucken, ob die Geister uns was zu erzählen haben. Well, well. Look what the cat dragged in. A god, no less. And me in no state to shake hands. Divinity suits you. Though I know of one it might have suited even better. Das Bestie, das Lose, Beast das Ifan. Spirit smiles as you approach, and begins to sing a tune you think vaguely familiar. You hear the wild beast just sails on the ocean. He's docked in the bay and coming your way. Off on the yawn, you hear the commotion. He's docked in the bay and coming your way. Your cupboard can't hide you, nor can your berth. His daggers don't care about the gold that you're worth. He'll bury your bones neath a mountain of earth. He's docked in the bay and coming your way. He pauses, then continues to hum, all the while working his ghostly whiskers. Lohse winks and curtsies in playful reverence. Her spectral gaze twinkles. Konnten wir jetzt die Rachfürstin doch noch retten? Das ist ein anderes Boot, einfach nur nachbauen zur Rachfürstin. Liefern. Ifan's spirit stares at you, seemingly through you. There is neither affection nor blame in his expression. Mit einer Hand vor seinen Augen wedeln. He gives no sign of seeing you. Ifan's eyes flicker rapidly from side to side, as if trying to take in an expansive sight. Clacu de ma. Clacu de ma. He whispers the phrase over and over, and suddenly you seem to hear the chattering of thousands of elven voices in the distance. Then, before your eyes, his spirit dissolves into the sound, his own voice joining the cacophony that you can hear. That you could hear, for now no sound remains. All is calm.
Fane, altes Haus. Wie geht's dir? Fane is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He moves through it slowly, muttering to himself. Ach, stimmt, den haben wir voll am Rand stehen lassen, den Cranley Hubert. Interesting. His eyes stay fixed on the book as you approach. Leise husten, um seine Aufmerksamkeit zu halten. Fane looks up, his gaze carefully drinking you in. Fascinating. The power of my people. The power of the Veiled. All in one delicate mortal shell. Who could have imagined? Zugeben, dass es sich etwas merkwürdig anfühlt. The powers of the universe rushing through your body and you feel strange? Heavens no. The skeleton looks back to the book. You can feel the grief radiating from him. Oh. I can't help thinking that I could have saved them. That I could have done something. Also, ich sag mal, er hätte sie alle retten können, aber er hätte auch alle anderen dafür geopfert. Ich finde, er hat das Richtige getan. Die Welt ist ja vorwärts gegangen. Aber tatsächlich interessiert mich das Erste auch, ihn fragen, wie er nach all dem, was passiert ist, über sein Volk denkt. I could have done more. So, perhaps could they? Had they decided to live in peace with the mortals of Rivellon, maybe we could have saved them. Das denke ich halt auch. But they made their choices. And I made mine. Ich sag nicken, er hätte sie retten können, aber dafür alle anderen geopfert. Er hat das Richtige getan. Right. An interesting concept. You creatures talk about right and wrong as if they are carved in stone somewhere for all to see. Das stimmt, das ist es nicht, aber... No. I made a choice. And I shall live with that choice until the end of days. That doesn't mean I cannot mourn them, though. Das stimmt. They deserve that much. Also wir haben jetzt entweder er leidet, du kannst es spüren, aber du spürst auch das Potenzial für eine große Zukunft, die vor ihm liegt. Oder deine Hand auf seine Schulter legen, egal was in der Vergangenheit liegt, dies ist jetzt seine Welt. Trauer einfach so mit irgendwas Positivem so zu überspielen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber es ist halt nicht egal, was in der Vergangenheit liegt. So ist es nicht. Also sagen wir trotzdem eher das hier, er leidet. Du kannst es spüren, aber du spürst auch das Potenzial für eine große Zukunft, die vor ihm liegt. The skeleton hefts Hubert's dog-eared encyclopedia, its weight heavy in his hands. I've been rereading this book, looking over your history once again, poring over every detail with a new perspective, and do you know what? Das macht keinen Sinn. It's shit. Ja, ich wusste es. Fane tosses the book over his shoulder. It flutters in the air as it sails over the ship's railing and disappears with a faint splash. If you have spent your life staring at a thing, you can write about it with knowledge. You can write about it with love. But it is almost impossible to write about it with wonder. You creatures have spent your lives trudging about this world, and you've grown blind to its miracles. Da wird er wahrscheinlich recht haben. Da hat er womöglich recht. Take otters, for example. Energetic, waterproof cats, utterly beautiful creatures. Gebe ich ihm recht. Or octopuses. Did you know they're secretly Octopuses? Octopi? Octopods? I shall have to look that up. Regardless, the world is filled with absolutely incredible sights. And who better to catalogue them with the awe they deserve than someone seeing them for the first time? Sagen, dass du dir niemand Besseren für diese Aufgabe vorstellen kannst. Das stimmt. Do you know, there is the idea that nothing is ever truly created or destroyed. Die I kenne ich. suppose we are all source, just in different forms.
You being the cruder, less jewel-encrusted form, naturally. But my people were source too, although we didn't know it at the time. And our source helped create you. In a way, I was walking alongside the best version of them the entire time. Oh. In you, I found a home better than the one I was pining for. Thank you, Godwoken. Oh. Das ist so süß und irgendwie traurig. It gives me almost as much pleasure to speak to you as it does to be whole again. Anmerken, dass es schön ist, sie zu sehen. Die Rachfürstin hat sich als verlässliche Verbündete erwiesen. Nein, einfach ist es schön, sie zu sehen. I will always be an ally to those that carry swords, to those whose blood is of the heroes of old. And so, as always, I am at the ready. Fragen, wie es möglich ist, dass sie hier ist und das unversehrt, das interessiert mich. Consider me to be a gift from Malady. My wood was splintered, but my spirit intact. It was a great feat, but given her skill, not a surprising one. I feel better than new. Sie allein lassen. Du musst noch über einiges klar werden, ja. Und zwar, ich will hier mit dem Hühnchen reden. Wir haben einen Phönix. The flaming hatchling bounces and cheeps out of sheer excitement. Daddy! Daddy! Looky, looky! At me! Gott. It takes you a moment to realize the egg you've been carrying has hatched at long last. The chick trills contentedly and flaps its tiny feathers in recognition of its proud parent. It seems you've got a new mouth to feed. Daddy! Ich habe ein Hühnchen. Und es rennt mir hinter. Ich habe ein Feuerhühnchen. Mit 43 Leben. Stufe 2. Bietet Bonusfeuer schaffen. 5 Waffen angefangen. Okay. Sympathie 25. Okay. You're the new Divine. That's so cool. What's it like? Held, deinen Bizeps anspannen. Du bist bereit, in diesem Land der Lügen die Wahrheit zu verbreiten. Neat. I'll be counting on you. There's also the matter of my payment for all the stuff I've done for you. That'll be... He taps his fingers and mouths silently while he counts, until he arrives at an acceptable figure. 1,300,000 dozen and 50 gold pieces. Now pay up. 300.000 Dutzend und... Blinzeln, du bist dir nicht mal sicher, ob das eine richtige Zahl ist. It is so. But if you can't pay me in money, then I'll just have to insist you keep me on until you can. So, what position can you offer? Ihn bitten, dein engster Berater zu sein, deine rechte Hand. Han ponders your suggestion for all of a second. You got it. But you better believe the bill for that will be a doozy. Kinder, so blöd wie es klingt, haben schon eine gewisse Grundahnung von gewissen Sachen. So. Sehen Sachen manchmal simpler und dadurch einfacher und dadurch auch die Lösungen wesentlich einfacher. Malady stands tall and proud, sunlight sparkling off her mask. From here she looks almost angelic. Well, here we are again. You, me, and the ship I've saved from ruin for your personal benefit. I'd say you owe me, but why state the obvious? Get an eyeful, Your Holiness. I expect it's the last we'll see of each other for some time. Oh, was? She turns to you, arms crossed, and grins. Look at you. Magnificent. Ihr sagen, dass nichts davon ohne sie möglich gewesen wäre. Don't I know it? Let's hope it pays off. She fingers the mask, covering her face. For a moment, it seems as though she's about to remove it. But instead, she places a hand on your shoulder. We've come a long way together.
I did my best by you all the way. I sacrificed much. But I'd give even more to see you become exactly what you've become. Soon, I'd like to have a little chat about something you can do for me. Okay. But I believe that can wait. Relax. Enjoy. I certainly plan to do the same. Fragen, wohin sie jetzt gehen will. Oh, I don't know. Around and about. Treat myself to some mead, a lover 300. I'd say we've earned it. Mir ein bisschen Met gönnen, ein Liebhaber oder 300 gleich. And when the time comes, I'll come find you. Das ist in Ordnung. Your Holiness. Oh. So, also es ist, ihr merkt, ich genieße das hier gerade. Es ist einfach mal ruhig, keine Kämpfe. There's nothing interesting down there. The future lies above, not below. Sir Lora, mit dir haben wir noch gar nicht geredet. Und da müssen wir aber jetzt noch mal kurz. Well, well, Quirkers. Look who finally graced us with their presence. I suppose some thanks are in order. Das Dankeschön sollen wir ihm geben. Ganz bestimmt. Das, wenn ich jetzt sage, den Kopf schütteln, er braucht dir für nichts zu danken, sagt er, nein, du solltest mir danken. Ich sag's euch. Ich wusste es. You should be thanking me. I just saved the world from the great acorn. What's this? You're welcome, by the way. Honestly, Quirkers, some creatures have no sense of perspective. Dich verbeugen und dem Eichhörnchen für seine Dienste danken. A huge grin slowly spreads across the squirrel's small face. Of course, had you not stopped this God King and his lackeys, there would have been very little left for me to save, so... The cat moves forward, twisting around your legs and filling the air with the sound of dry, dusty purring. Ah, Quackers! Please, have a little decorum. Ich herunterbeugen und der Katze das Kinn kraulen. Quirkers arches his back, almost dislodging Sir Lora, who just smiles. This battle is won, my friend, but we still have a war to fight. We've undone the Great Acorn, but the Knights of Dre are still out there. They summoned the Great Acorn once. They will be able to summon it again. We have to destroy their order, once and for all. That is the future Quirkers and I have ahead of us. We no longer need a shield, but we are very happy to have a friend. Oh. Herrn Lora das Feld zerzausen. Wäre schon lustig, aber nein, dich vor Herrn Lora verbeugen und sagen, dass es dir eine Ehre war. Sollte er je wieder deine Hilfe benötigen, soll er einfach Bescheid sagen. The honor is all mine. I pray we will not need to call on you, but I am grateful for the offer. I never thought I would be proud to have befriended a giant, but there is no one Oh. Ow! Crackers! There is no one that we would rather have walked this world with. I do not know what comes next for you, but you will always have a friend in the forest. Ich bin so froh, dass ihr gerade mein Gesicht nicht seht. Come, Quackers. We must... Jo. Oh, I think you have something in your eye, my friend. Ja. The cat curls up and snuggles into his squirrel friend, who quietly sits and sniffs on the deck. Ja. Ich habe auch ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Das soll es wohl jetzt gewesen sein. Shall we sail? Dumm nicken. Es ist Zeit, abzureisen. You look out to the endless beyond. The sun's light plays upon the waves, just as it always did. The sails flutter in the wind, just as they always will.
And yet, something is different. You are different. And with a start, you realize where you must go next. You speak the command to the Lady Vengeance, and another chapter begins. War raged on. Arx remained the center of power as the races united behind the Divine. But the Voidwoken attacks continued as they did elsewhere. Arx would see many more long years of war. The ancient empire of lizards became one of the pillars of the new Divine Alliance. The houses of war and of shadows were particularly useful in the fight against the God King. The Empire used the war to expand its territory. With Justinia dead, the Dwarven Kingdom descended into chaos. But although they did not join the Divine Alliance, many joined the fight against the Void, and did their people great honor in battle and in death. With Lucian gone, the elves reluctantly rejoined the Divine Alliance. Their place in the war on the Void would entirely depend on the integrity of the new Divine. And on the integrity of the elven Godwoken who did not ascend. And here and there, across the world, what was left of the Black Ring fought on. The island of Fort Joy remained a sorcerer's paradise, a place of exile for those whose sorcery threatened to bring in the Void. For their well-being, its residents depended entirely on the benevolence of the new Divine. Reaper's Coast struggled on. The farms and the fisheries fought to feed the people against the Voidwoken blight. Ich frage mich, was wir da hätten machen können. The black pits took fire. The oil there burns still. Driftwood teetered on the edge of starvation until the night the Voidwoken came from the sea. All were killed. This did, however, put an end to the famine. Alter, was? The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Arx battled on. Young Han grew up a warrior and became one of the Alliance's greatest generals. Ja. But even he could not win the war. Almira and Mihaili settled in an abandoned homestead. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her. Das freut mich. With a new Divine at the helm, Malady had a powerful ally, but she was in no hurry to call in her favor. After all, it might be the last thing she ever did. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day he vanished and was never seen again. Jehan the Demon Hunter never stopped hunting for demons. Sahala sought to strengthen the Elven alliance with the new Divine. Her powers of sight proved useful in the ongoing war against the Void, but she could never be sure that the new Divine trusted her. Tova, her mother, was Sahala's most trusted warrior. Fane traveled Rivellon, notebook in hand.
recording the wonders he discovered. He kept a socket peeled for signs of the Eternals, hoping to find the wife he had lost. He's still looking. No. Sabine wandered the world. She became a household name, famed the realm over as a traveling hero, celebrated wherever she went. Enjoying life to the fullest, she was truly and finally free. And then there was you. For how much of this do you take credit or blame? And what kind of divine were you as the world battled on? Did you show mercy or strength? Did you sacrifice others as Lucian had done? Did you regret becoming divine? Should you have given your soul and sealed the veil? Only you know the truth. You and one other. For the God King still calls your name. Do you answer? Only you know if you atone for your sins. Ich frage mich ja, wie viel wir hätten ändern können an den ganzen Outcome. Also auf wie viel wir Einfluss haben. Zum Beispiel, ob Treibholz denn verhungert und einfach überrannt wird. Aber das, meine Freunde der flauschigen Unterhaltung, war Divinity Original Sin 2. Ich bin richtig, richtig happy. Sogar ein kleines bisschen Feuchtigkeit in den Augen. Das Spiel hat so viel Spaß gemacht. 130 Stunden. Man konnte sich wunderbar reinfühlen. Gab Hochs und Tiefs. Jetzt am Ende gab es ein paar mehr Tiefs, gerade bei diesem nervigen Endboss, aber boah, war das toll. Das Spiel ist einfach so gut gemacht. Und ich muss sagen, die Modding-Community ist auch riesig, also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wenn einem das nicht ganz so zusagt, wie ich habe zum Beispiel auch 2 Mods genutzt. Einmal, dass ich von standardgemäß mit Tieren reden kann und einmal, dass ich mehr maximale Aktionspunkte zur Verfügung habe. Einfach, dass man ein bisschen mehr ansparen kann, wenn man mal irgendwie nicht dran ist. Aber ja, das war ein tolles Spiel und ich empfehle es jedem. Jeder, der RPGs mag und große Welten zum Erkunden mag, für den ist das Spiel. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu spielen. Ich war der Meinung, dass die 3 Leute, die ich die ganze Zeit mit dabei hatte, genau die Leute gewesen wären, die mich alle unterstützen. Und am Ende musste ich gegen Ethan kämpfen. Hätte ich nie gedacht, weil wir eigentlich dicke waren. Ich hätte mit Ethan quasi sogar was anfangen können, relativ zeitig. Hätte ich das gewollt, aber ich mochte Sebel mehr. Kennt ihr das, wenn ihr ein großes Spiel beendet und euch ein bisschen leer fühlt? So geht's mir gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ein ganz altes Quicksave irgendwie. Du quasi mal löschen. Kann man hier auch mehrere anwählen? Ne, kann man nicht. Müsste man quasi jetzt alles separat und per Hand löschen. Okay.
Hier soll auf jeden Fall das LP von Divinity Original Sin 2 enden. Ich denke, ich werde mir noch in einer ruhigen Minute, wenn ich die Zeit finde, mal den Spielleitermodus angucken. Ob daraus was wird oder nicht, werdet ihr später sehen. Ihr könnt auch gerne, für die, die es auf YouTube gucken, auch gerne mal auf meinem auf meinem Twitch vorbeikommen. Schließlich sind das alles VODs, die ihr hier seht. Und mich gerne mal daran erinnern, dass ich mir den Spielleitermodus angucken wollte. Und dann werde ich euch schon sagen, entweder ja, ich hatte die Zeit oder nein. Hat sich halt einfach nicht ergeben. Ja. Ich fühle mich jetzt ein bisschen leer. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall ins Bett. Ich muss morgen wieder früh raus. Und wieder spät ist. Was haben wir es gerade? 2:45. Bis ich im Bett bin, ist das 2:30. Und ich, Wecker klingelt schon wieder in ein paar Stunden, weil ich was vorhab. Ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und was bleibt mir noch zu sagen, als die Ohren steif. Und wir hören und stören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss.